Deine Hüfte klemmt und klemmt immer mehr, fängt an weh zu tun, vielleicht droht eine Arthrose. Wir öffnen jetzt die Hüfte mit diesen 3 Übungen. Und am besten machst du es so, dass du dir erstmal täglich machst und wenn du dann mit dem Fortschritt einverstanden bist und du meinst, oh, jetzt fühle ich mich gut, kannst du ein bisschen zurückgehen mit 2-mal bis 3-mal die Woche. Das hält, dann nehme ich das, was du dir erarbeitet hast. Liegt also ganz an dir. Wir fangen direkt an, mach gleich mit. Übung Nummer 1, ich zeige es dir mal gerade. Übung Nummer 1, du gehst praktisch in diese Position, nimmst dein linkes Bein hier rüber, versuch mal gerade mit reinzugehen und dein rechtes Bein nach hinten, möglichst auf dem Fußrücken. Es kann sein, dass du da aussteigst und es kann sein, dass du erstmal eine Vorübung dafür brauchst, weil wir machen das mit der einen Seite vorne, mit der anderen Seite vorne. Wenn das noch ganz weit weg ist von dem, was deine körperlichen Fähigkeiten hergeben, die du bisher antrainiert hast, dann mach folgende Vorübung. Für das Gesäß setzt du dich auf einen Stuhl, vielleicht kennst du die Übung auch schon, legst das Bein, was vorne war auf der Matte jetzt, über das andere, drückst das Knie runter, machst dich schön gerade im Rücken und kommst immer weiter nach vorne und dann merkst du auch gleich die Dehnung im Gesäß. Das ist nämlich der Gesäßteil. Und für den Hüftbeuger stellst du dich und nimmst das Bein, wo du üben möchtest, so einen guten Schritt nach hinten, gehst jetzt mit der rechten Hand ans rechte untere Gesäß, mit der linken Hand über die rechte Leiste, sicherst damit den Winkel sozusagen, dass deine Leiste vorgeht und dein Bauch zurückgeht und dann merkst du direkt den Zug hier vorne drin. Und da geht es um den Hüftbeuger und um andere hüftbeugende Muskeln. Das sind die Vorübungen. Toll in der Übung am Boden ist, dass da beides in einem Übungsablauf drin ist. Für beide Seiten, einmal so, einmal so. Ja? Wir machen es jetzt mal am Boden. Wenn du die anderen Vorübungen brauchst, dann machst du die halt extra für dich, so wie eben gezeigt, immer diese 2 bis 2,5 Minuten. Ansonsten, auch wenn du es noch nicht gut hinkriegst, versuch trotzdem mal so weit mitzumachen, wie es geht, weil es geht immer jeden Tag besser. Das musst du als ein Training auch begreifen. Nimm dein linkes Knie nach vorne, 90 Grad und das rechte nach hinten. Eine vereinfachte Variante ist noch, dass du den Winkel vielleicht nur 45 Grad machst. Das wäre schon so ein Übergang sozusagen, dann fällt es dir leichter da reinzukommen. Ja? Aber eigentlich sind das 90 Grad. Der hintere Fuß sollte auf dem Fußrücken praktisch aufliegen. Und jetzt siehst du, ich habe hier meine linke Hand, die stützt sich hier seitlich des linken Knies ab. Platziere die so, dass du deinen Körper einerseits nach hinten drücken kannst, um ihn immer weiter aufzurichten und andererseits nach rechts drücken kannst, dass er von vorne gesehen immer mehr gerade wird. Und dann merkst du, es zieht links am Gesäß, außen am Oberschenkel, im Becken drin, im Hüftgelenk, überall da ist jetzt die Dehnung und es ist immer gut, die Dehnung zu spüren, weil dann merkst du ja, dass du was für dich tust. Wir wollen ja die Hüfte befreien. Und wenn du keine Dehnung merkst, dann würdest du sie nicht befreien können. Bitte schreib mal einen Kommentar, dass ich nachvollziehen kann, ob so wie ich das ansage, ob das bei dir nachvollziehbar ist oder für dich nachvollziehbar ist. Ja? Immer schön, dass wir in Kontakt bleiben, dass ich weiß, was nötig ist bei dir, bei euch. Und jetzt fangen wir auch schon an. Wir gehen noch weiter in die Dehnung rein, drücken den Rumpf einerseits nach hinten, andererseits nach rechts. Und jetzt bringen wir da auch mal ein paar Anspannungen rein. Das Anspannen ist immer gut, um den Körper daran zu gewöhnen. Du spannst den linken Fuß gegen den Boden, so fest wie es geht, lässt wieder los und drückst dich ein bisschen weiter nach hinten. Und dann spannst du das rechte Knie so fest wie es geht gegen den Boden. Lass dir ruhig einen Augenblick Zeit, lässt wieder los und gehst weiter in diese Richtung. Rumpf nach hinten und weiter nach rechts. Und dann kommst du langsam wieder raus
indem du mit dem Rumpf ein bisschen nach vorne gehst einfach. Zieh das rechte Bein langsam wieder ran und wundere dich nicht, wenn es überall ein bisschen klemmt und ein bisschen sich komisch anfühlt. Das muss so sein. Wenn das nicht so wäre, dann hättest du in einer zu geringen Intensität geübt. War das für dich okay? Mach doch mal einen Daumen nach oben und like das Ganze mal. Nimm das andere Bein schön nach hinten. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Und fühle auch mal die Unterschiede von rechts und links. Ja, dass du immer mehr Überblick bekommst, wo hängt es bei dir. Weil die Hüfte wollen ja beide gleich frei sein. Gleich beweglich, gleich schmerzfrei. Ja? Drück dich mit der rechten Hand jetzt wieder nach aufrecht, dass der Rumpf immer aufrechter ist. Und nach links. Und dann merkst du wieder den Zug. Rechts im Becken drin, rechts im Gesäß, in der Leiste vielleicht, im Hüftgelenk, rechte Außenseite des Oberschenkels und drück dich immer weiter da rein. Wenn das geht schon, dann fühl auch mal und nimm wahr deine Atmung, weil du könntest dann Folgendes machen, muss nicht sein, aber wenn es schon geht, du atmest ein und versuchst beim Einatmen die Position zu halten und dann atmest du aus und dann steigerst du immer beim Ausatmen ein bisschen, weil Ausatmen ist immer Vagusaktivierung, der Heilungsnerv, wo Entspannung eintritt. Und das kann dir helfen, mehr in die Dehnung zu gehen. Stichwort Atmung, wenn du mal eine Atemübung von uns machen willst, dann klicke mal dort und dann kannst du dich ums Atmen kümmern. Und immer weiter in die Dehnung reingehen. Und jetzt spannen wir auch hier nochmal richtig schön an. Ja? Also, Fokus auf den rechten Fuß. Was will der jetzt? Der will mit dem Bein richtig nach unten gegen den Boden drücken. Richtig reindrücken. Da kannst du ruhig alle Kraft nehmen, die du hast. Man könnte auch sagen, deine maximale Kraft. Ja? Richtig fest drücken. Je fester du drückst, desto besser ist der Effekt. Weil dann merkt sich der Muskel, oh, in dieser Länge fühle ich mich auch wohl. Und das wollen wir ja. Richtig schön nach unten drücken, wieder loslassen und weiter noch ein bisschen mit dem Rumpf zurückgehen und weiter nach links. Schön die Atmung einsetzen. Tief ein, tief aus. Nochmal kurz konzentrieren aufs Ausatmen und auf das Steigern der Dehnung im Ausatmen immer. Und dann kommen wir langsam wieder raus. Schön langsam bewegen immer. Und nicht wundern, wenn es da ein bisschen klemmt. Ja, das muss so sein. Das ist so 10, 15 Sekunden Nachhalt. Kannst auch ein bisschen klopfen. Hat meine Mutter immer gemacht. Ja, immer ein bisschen klopfen, ein bisschen frei machen, ein bisschen reinbewegen. Das war die Übung Nummer 1 von unseren 3 Übungen. Jetzt kommt Nummer 2. Nummer 2, die geht auch an ein großes Problem der Hüften, nämlich die Adduktoren. Hast vielleicht schon gehört, dieses Wort. Die Anzieher, die Beinanzieher, Schenkelanzieher. Ja? Wenn die zu eng werden, weil wir nie mal die Füße breiter auseinander machen, weil wir es im Alltag nicht brauchen, dann wird das darin immer enger und das zurrt ganz fest die Hüftgelenke zusammen, entgegen der Freiheit. Also, Umkehrschluss, um sie freier zu machen, müssen wir einfach mit den Füßen immer weiter auseinanderführen. Und du siehst schon, ich gehe ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten, nicht zu schwungvoll bitte, schön langsam und bewusst. Und dann komme ich immer mit den Fersen, wenn ich vorne bin, mit den Fersen ein bisschen hoch und die gehen nach außen. Und wenn ich nach hinten gehe, mit den Fußspitzen ein bisschen nach außen, wieder die Fersen, wieder die Fußspitzen. Und so steigerst du das, bis du merkst, jetzt langt's. Ja? Ich bin sicher, du weißt, wann das soweit ist. Es muss deutlich wehtun, aber es muss noch ein wohltuender Schmerz sein. Einer, wo du nicht dich hier krampfen musst am Stuhl, ja, sondern wo du ganz locker sagen kannst, okay,
es tut weh, aber meine Hüften sollen frei werden und deswegen mache ich das gerne, ja, ohne gegenzuspannen. Und wenn du merkst, es geht wieder ein Stückchen, dann gehst du noch ein bisschen weiter. Immer weiter rein. Und vergiss nicht, das zu liken, gell? Daumen nach oben freue ich mich immer, das motiviert mich. Motivier mich bitte. Immer weiter mit den Füßen auseinander. Auch hier jetzt nochmal die Atmung einsetzen und auch hier können wir mal anspannen. Wie spannen wir jetzt an? Vielleicht denkst du es dir schon. Die Füße wollen zusammen. Die Füße wollen gegen den Boden. Und noch ein bisschen mehr gegen den Boden und noch ein bisschen mehr. Und wieder locker lassen und dann noch ein Stückchen weiter rein. Und weil es so schön war, spannen wir jetzt nochmal an, ja? Nimm die Füße zusammen. Tu so, als wollten die Füße sich berühren, als wollten die über den Boden zusammenrutschen. Entspannen wieder und noch mal ein bisschen weiter. Und dann machst du ganz kleine Umsetzschritte und gehst wieder rückwärts mit den Füßen zusammen. Je kleiner, desto besser, weil das ist viel Ansteuerungstraining für genau diese Muskeln. Und je fitter die ansteuern können, umso besser können die deine Hüfte immer in die schöne Gelenkgeometrie hineinbewegen, wo die am besten arbeiten kann. Und dann kommst du auch mal immer weiter zusammen. Jetzt fühl mal rein in deine Beine, fühl mal in die Hüften rein. Fühlt sich schon lockerer an, oder? So, jetzt, genau, schreib mal einen Kommentar. Schreib mal einen Kommentar, wie locker sich das anfühlt danach. Jetzt machen wir Folgendes. Gehst du dann bitte rechts neben deinen Stuhl. Nimmst die linke Hand an die Stuhllehne, kann auch eine Fensterbank oder ein Tisch sein. Irgendetwas, das dich ein bisschen stabilisiert, okay? So, und dann gehst du mit dem rechten Fuß hinten vorbei, möglichst weit nach links, dass dein rechtes Bein jetzt nach links weggeht, weil dann baust du hier schon eine Dehnung außen am Becken auf. Und das wollen wir jetzt. Aber wir addieren noch was dazu, nämlich, dass der Rumpf nach links geht. Und jetzt merkst du hier, wie es anfängt zu ziehen. Und auch das ist ein wohltuendes Ziehen. Und immer wenn es zieht, freuen wir uns, weil, genau, wir wollen die Hüfte ja frei machen. Du kannst auch gerne den Arm nach oben nehmen und mit dem abgeknickten Arm im Ellbogen so rüberziehen. Dann merkst du, oh, die Dehnung geht hier ein Stückchen höher. Und das alles hängt ja im Bereich der Hüfte, faszial verbunden, ja. Also ruhig schön auch den Rumpf noch ein bisschen weiter in sich nach links krümmen und dann merkst du, aha, irgendwo kommt auch hier ein Punkt, da langt es mir dann. Es tut weh, ich freue mich drüber, weil ich weiß, dieser Dehnungsschmerz hilft, die Hüfte zu befreien, aber ich kann trotzdem locker bleiben, ich kann lächeln, ich kann mich freuen und die Übungen sollen ja Spaß machen. Du darfst nie in einer Intensität üben, die keinen Spaß macht, weil dann wirst du die Übung nicht lange machen. Wenn es aber Spaß macht und du merkst die Fortschritte, das ist so ein Positivkreislauf, der dich immer mehr in die Freiheit deiner Hüften reinbringt. Und während ich das alles erzähle, steigern wir weiter. Schön das Atmen einsetzen und auch hier langsam wieder raus. Bisschen bewegen, du merkst, oh, da ist was ungleich jetzt, klar. Wir müssen die andere Seite noch dehnen. Jetzt gehst du bitte nach links neben den Stuhl. Erstmal so hinstellen, halte dich mit der rechten Hand fest und geh mit dem linken Fuß jetzt nach rechts. Ja, dass das Bein hintenrum verschwindet sozusagen. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Vordehnung aufgebaut. Und das erweitern wir jetzt noch, indem wir ganz behutsam immer mehr die linke Hüfte bewusst nach links schieben. Dann merkst du schon, da fängt es an zu ziehen, wo ich gerade mit der Hand zeige. Dann nimmst du deinen Arm, beugst den Ellbogen und ziehst mit dem Arm deinen Rumpf so rüber, wie du es gerade gesehen hast. Ja? So rüberziehen und da schön dich in die Dehnung immer weiter reinziehen. Immer weiter rein, das ist fein. Immer weiter. Setz auch die Atmung ein.
und schieb dein Becken immer weiter raus. Zieh den Arm mehr nach rechts. Atme ein und im Ausatmen geht es ein bisschen weiter. Und wieder einatmen und im Ausatmen ein bisschen weiter. Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt nutzen wir kurz, was wir uns gerade erarbeitet haben und gehen noch einmal nach links und ziehen mit dem rechten Arm uns praktisch dort rüber und gehen nochmal auf die andere Seite nach rechts und ziehen uns da richtig rein. Und weil es so schön war und du merkst, wie das schon weitergeht, machen wir es nochmal nach links. Richtig schön ziehen, die Atmung einsetzen, fühlen, wo es dehnt und nochmal nach rechts. Und jetzt fühl mal in deine Hüften rein. Das waren jetzt alle 4 Richtungen, die wir freigemacht haben. Und wenn du das jeden Tag machst, wie vorhin gesagt, ja, dann wirst du immer mehr Fortschritte merken. Und dann kannst du ja gucken, wenn die Schmerzen weg sind, möchtest du den Stand halten oder willst noch ein bisschen mehr erweitern, weil du merkst, es ist ja immer lockerer und immer wohltuender. All das liegt ganz bei dir. Aber du hast die Freiheit, deine freien Hüften selber zu bestimmen. Wenn du noch mehr Übungen für die Hüfte haben möchtest, dann klickst du bitte dort. Zum Abonnieren klickst du dort. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte unbedingt. Nimm auch die Glocke mit rein, aktiviere die, damit du kein Video verpasst. Und ansonsten denk dran, was unser Ziel, je älter wir werden, desto schmerzfreier und beweglicher. Deswegen teile das Video an alle, die auch das zum Ziel haben könnten und empfehle uns weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.